Guten Morgen aus Villa Vieja. Und das ist hier. Wenn du dir jetzt denkst, Villa Vieja, habe ich ja noch nie gehört, liegt das vermutlich daran, dass der Ort hier so ein bisschen abseits der sogenannten Gringo-Route durch Kolumbien liegt, weil die Anfahrt hierher, es ist nicht wirklich kompliziert, aber auf jeden Fall ein bisschen weiter weg und kostet ein bisschen Zeit. Und deswegen gibt es hier relativ wenig ausländischen Tourismus. Um hierher zu kommen, sind wir von Salento nach Pereira gefahren. Und zwar eine Stunde mit so einem kleinen Localbus. Ja, und von Pereira sind wir dann nach Neiva gefahren. Und zwar 7,5 Stunden mit dem Nachtbus. Und das war ziemlich cool und ziemlich komfortabel. Ne? Das war ganz nice. So. Aber ziemlich kalt. Ja, Nachtbusse sind sehr kalt hier in Kolumbien. Ja, dann sind wir morgens um 3 da in Neiva angekommen, haben noch ein paar Stunden auf dem Busterminal so ein bisschen, die Zeit totgeschlagen, bevor wir dann mit dem Local Bus, der aber eigentlich ein Pickup-Truck war, wo das Gepäck aufs Dach geschmissen wurde, dann bis hier nach Villa Vieja gefahren. So, warum sind wir hier? Weil wir in die Tatacoa-Wüste wollen. Und die ist sozusagen keine Wüste, sondern ein Trockenwald, aber trotzdem super heiß ist. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon. Heute werden 37 Grad, haben wir schon mal gesehen. Und die wird in 2 Zonen aufgeteilt. Das ist einmal die graue und einmal die rote. Und die werden wir uns heute angucken. Genau, und die rote wollen wir uns heute zum Sonnenuntergang angucken, weil die sehr schön sein soll. Ja, und ihr habt die Möglichkeit, einmal direkt hier im Ort Villa Vieja zu übernachten. Oder es gibt aber auch einige Unterkünfte, die sich direkt in der Wüste befinden. Da hatten wir jetzt nur leider keine günstige Option gefunden für unseren Zeitraum und haben uns deswegen hier entschlossen, die Tour vom Ort hier aus zu starten. Wenn ihr jetzt die Roomtour kriegt, chill ich hier noch ein bisschen auf der Hängematte. Ja, wir haben uns hier für so eine kleine Hütte entschieden. Die bauen hier auf jeden Fall auch noch mehr aus. Also da kommt, glaube ich, auch noch mehr Hütten hin. Und das Zimmer ist relativ klein, von daher ignoriert mal kurz das Chaos hier. Aber wir haben wenigstens einen Ventilator, das macht das nachts doch wirklich gut erträglich. Und dann gibt es hier noch so ein kleines, süßes Außenbadezimmer, was auch wirklich nice ist, mit Blick draußen in die Natur. Es ist jetzt kurz vor 11. Es ist warm. Wir freuen uns auf die 37 Grad auf jeden Fall. Ja, und ihr habt hier grundsätzlich eigentlich 4 Möglichkeiten, die Wüste zu erkunden. Und zwar, wenn ihr eine Unterkunft direkt in der Wüste habt, könnt ihr einen Teil zu Fuß machen. Ihr könnt entweder auch so berittene Ausflüge machen oder mit dem Mountainbike die ganze Geschichte erkunden. Das war uns jetzt aber ehrlich gesagt bei 35 Grad ein bisschen arg fett. Und die beliebteste Möglichkeit ist, sich einen Tuk-Tuk-Fahrer für den Tag zu mieten und sich von dem die schönsten Ecken zeigen zu lassen. Und wir haben gestern schon auf der Fahrt hierher unseren Tuk-Tuk-Fahrer kennengelernt, der ist mit uns quasi auch von Neiva hierher gekommen und haben mit dem jetzt so ein bisschen individuell unsere Tour abgestimmt und werden jetzt los mit ihm. Tuk-Tuk versteht man immer, oder? Weiß ich auch nicht. Also wir wurden jetzt doch mit dem Auto abgeholt. Ich weiß nicht, ob das gleich der Plan war oder es nur an unseren nicht vorhandenen Spanischkenntnissen liegt. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall die Tour jetzt hier in der Grauen Wüste gestartet. Die macht auch den größten Anteil hier von dieser 330 Quadratkilometer großen Wüste aus. Und ja, hat irgendwie so ein bisschen was von Mondlandschaft, würde ich sagen, ne? Boah, ist ein bisschen zu hoch, oder? Auf jeden Fall ist hier so ein bisschen der Touri-Instagram-Fotospot mit ganz vielen angemalten Bäumen. Wieso auch immer. Aber wir gucken mal, wie sich das noch entwickelt. Walking down this alley, you look so lonely, lonely. Turn around, you're down to come here and hold me, hold me. Ja, wir laufen jetzt auf jeden Fall hier noch so ein Stück in die Wüste rein. Jetzt ist es langsam interessant für uns. Und unser Guide spricht zwar nur Spanisch, aber mit Händen und Füßen und den paar rudimentären Worten, was wir können, verstehen wir eigentlich so zumindest in Teil, ne? The road seems bright to this brand new life. Took my time, now I feel so high. Every night, the city lights shine so bright. Paradise.
kurzes Päuschen. Genau, also die Wanderung durch die graue Wüste war auf jeden Fall schon mal ganz nett. Jetzt haben wir auf so einen kleinen Maracuja-Slush gestoppt. Slushy. Ist auf jeden Fall ganz lecker und erfrischend jetzt bei der Wärme. Und jetzt geht es weiter zur roten Wüste. Und da hoffentlich haben wir Glück, dass wir den Sonnenuntergang mitmachen können, weil es zieht da hinten so ein bisschen Gewitter hoch. Wir haben schon mal Rummeln gehört. Es zieht auch mal weiter zu. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir schauen mal. Wir machen was draus. Time is fading away, let's not waste a moment more. Chase the sun on the ledge till we get to the ocean shore. Throw away the noise that surrounds us, it's only you that I adore. Let's drown in the silence of where we are going. Don't look back anymore. Dive into the sea. Your hands holding me. Pull me under, pull me close. Take us further to the unknown. Deep or shallow, don't let go. Caught in the undertow. Caught in the undertow. Caught in the undertow. Ich glaube, ein Sonnenuntergang wird nicht ganz passen. Aber schön war trotzdem, ne? Es gestern dann doch schon ein bisschen zu dunkel zum Filmen war, nochmal so ein bisschen ein kleines Fazit zur Tour. Also wir müssen sagen, die graue Wüste fanden wir jetzt nicht so wirklich spektakulär. Kann man unserer Meinung eigentlich auch auslassen. Die rote Wüste war aber wirklich nice. Also wenn ihr ein bisschen mehr Zeit in Kolumbien habt, würden wir schon sagen, dass sich ein Ausflug hierher lohnt. Auch wenn die Tour mit 150.000 Pesos jetzt auch nicht ganz günstig war für die 4 Stunden. Also wir hatten dann noch mal ein bisschen geguckt, also innerorts, also wenn man direkt in der Wüste dann eine Unterkunft hat, sind die Kosten da quasi für die Unterkunft, glaube ich, ein bisschen höher. Aber die Touren Dafür sind ist es dann geringer. Oder du kannst halt direkt von da aus in die Wüste rein. Das wäre, glaube ich, unser Tipp. Also wenn man hierher kommt, dann würden wir uns, glaube ich, das nächste Mal eine Unterkunft suchen, die direkt an der roten Wüste liegt, sodass man halt die zu Fuß erkunden kann. Und ja, wenn man dennoch die graue Wüste machen möchte, kann man das ja tun, aber dann kann man halt das Highlight schon so von sich aus halt auch alleine exploren. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Sonst war auf der Ort hier auf jeden Fall aber auch richtig schön. Also weil das hier so noch ein total untouristisches, verschlafenes Örtchen ist und das hat auch einen richtig tollen Vibe gehabt. Ne? Also das muss man sagen, so dieses richtig kolumbianische Dorfleben einmal zu sehen, was noch nicht so touristisch überlaufen ist, das war auf jeden Fall reizvoll. Also Villaveja ist ein Tipp. Ob es nachher so unter unsere Top 10 in Kolumbien schaffen wird, das wird sich am Ende der Reise, glaube ich, erst zeigen. Aber die Leute waren auf jeden Fall super nett hier noch. Ne? Ja, also war aber auf jeden Fall cool. Also eine Empfehlung ist es auf jeden Fall. Ob es zeitlich bei euch in den Reiseplan passt, müsst ihr dann selbst entscheiden. Und für uns geht es jetzt aber doch genauso lange zurück, wie wir hergekommen sind. Wir werden jetzt erst 1 Stunde mit dem Bus nach Neiva fahren, von dort den Bus nach Bogota nehmen und hoffen, da dann den Nachtbus zu erwischen, was dann auch nochmal 8 Stunden dann sind. Also wir werden bestimmt heute so 14, 15 Stunden Bus fahren, vermute ich mal. Von daher werden wir jetzt hier auschecken und sehen uns dann beim nächsten Video. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Caught in the